ja deine Currywurst schon aufgegessen. Tiefe Themen. Heute. Tiefgründige Themen. Ja. Kann ich eigentlich auf Hanau zu sprechen kommen? Das nimmt mich wirklich mit. Nein. 3, 2, 1. Herzlich willkommen! Hallo. Oh, jetzt habe ich das Falsche geklickt. Ist das ein Pikachu? Könnte auch so eine alte... Eine Fledermaus. Ja, oder es könnte auch so eine alte Fahrradkette sein. Ja, hallo, herzlich willkommen zu Folge... Du wolltest erst wollte sie FFC sagen, dann wollte sie Fridays for Currywurst sagen und dann wollte sie sagen Folge. Folge 8? 9? 10. Folge 8. Folge 8. Ja. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Folge Das 8. ist der Christian, ich bin die Sarah. Wir wünschen euch viel Spaß. Wir begleiten euch durch die nächste halbe Stunde. Oh, heute maximal. Nur eine halbe Stunde, Leute. Aber ich habe heute richtig Lust. Richtig Lust. Warum? Weil ich super gut vorbereitet bin. Okay. Weniger gut vorbereitet, Ja? aber umso spontaner in meinen Antworten. Warum? Warum ich so spontan bin in meinen Antworten? Ja. Weil ich nicht so wie du auswendig gelernte Dinge mag. Das mag vielleicht sogar wahr sein. Also, was mich interessiert hat diese Woche. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich habe das, glaube ich, diese Woche als Vorwurf formuliert. In einem Gespräch mit den Kollegen zusammen. Ich so, was macht der Typ eigentlich die ganze Zeit? Und dann hat irgendwann gesagt, ja, frag ihn doch. Und jetzt fragst du mich? Jetzt frage ich ihn, was macht der Geschäftsführer von Boy und Man eigentlich den ganzen Tag? Außer über Podcast-Themen nachzudenken. Was er nämlich nicht macht. Über Podcast-Themen denke ich immer viel zu spät nach. Ja, das stimmt. Also wie sieht ein Tag in Christian Ibst Leben aus? Jetzt von zu Hause bis abends zu Hause? Ich glaube, oder? das interessiert die Leute nicht, was du zu Hause machst. Dafür können sie deinen Instagram-Account folgen. Okay. Also erstmal stehe ich um 4 Uhr auf. Jetzt mach ich's nicht. Hab mir das ist jetzt meine Show. Okay, also ich stehe. Das ist immer deine Show. Also ein Tag im Leben des Christian Ibst sieht folgendermaßen aus. Ich stehe um 4 Uhr auf oder um 4:30 Uhr, kommt ganz drauf an, wie ich aufwache. Und dann habe ich mir schon alles zurechtgelegt den Abend davor. Also ich bin niemand, der sich seine Klamotten irgendwie früh raussucht, sondern ich mache das alles schon abends, damit ich mich nur noch anziehen muss. Ich dusche schon den Abend davor. Das heißt quasi, Das heißt, du kommst stinkend zur Arbeit, weil du ich die Nacht dusche mich ja. durchgeschwitzt hast. Ich schwitze doch nicht nachts. Natürlich schwitzt man. Ich schwitze nachts Weitermachen. Ja. Auf jeden Fall, Suchst du dir deine Klamotten raus? Ja, also das habe ich abends deine gemacht. Haare. Nee, das mache ich meistens hier Quatsch, im ehrlich? Büro. Ja. Ich möchte halt so schnell wie möglich ins Office, damit ich auch mich nicht irgendwie nochmal hinlege oder so. Also bereite ich halt quasi so alles vor, dass ich halt nur noch Automatismen habe morgens, dass ich nicht viel nachdenken muss. Kopfhörer liegt schon da, Jacke liegt schon genauso da, dass ich einfach nur noch quasi so Mr. Bean-like? Ja. Mr. Bean hat immer, es gibt eine Folge, wo er die Klamotten abends so zurechtlegt, dass er die dann nur noch, also so wie ein Menschen zurechtlegt. Habe ich geliebt. Quasi so. So habe ich das dann als Kind auch mal quasi genau so. Ja. Und dann, sobald ich hier bin, fängt eigentlich die Zeit an, oder fängt die einzige Zeit an, so ab 5 Uhr, wo ich wirklich arbeite. Den Rest des Tages chillt. Also so ich würde sagen, meine produktivste Zeit ist von 5 bis 9. Jetzt zum Beispiel fangen dann aber meine ersten Meetings zwischen 7 und 8 an. Das heißt, ich habe quasi morgens wirklich von 5 bis 8 so 3 Stunden Zeit, wo ich operativ noch richtig an was arbeiten kann. Das heißt, ich schaue mir an, wie verhalten sich aktuell Deadlines, deswegen bekommt ihr auch morgens, habt ihr ja, wenn ihr kommt, öfter mal Nachrichten von mir. Ja. Ich schaue mir Deadlines an, wie entwickeln sich Projekte. Ich gucke, wie viele Stunden wir für die Kunden gearbeitet haben, wo haben wir zu viel gemacht, wo haben wir zu wenig gemacht. Dann gehe ich damit zum CFO, zum Jens und frage ihn, ey, wie schaut das aus? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich überlege mir strategische Sachen, wie zum Beispiel gewisse Arbeitsabläufe, Workflows. Und das alles in den 3 Stunden? Ja, deswegen, aber wow. Ja, aber halt nicht jeden Tag, ne? Okay. Also je nachdem, wenn ich dann sage, okay, zum Beispiel
unser neuer Sales, Max, braucht Ressourcen, wo er neue Dinge lernen kann. Das ist dann zum Beispiel dann sowas, wo ich mich eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich hinsetze und überlege, okay, was macht am meisten Sinn für ihn als nächsten Schritt. Das suche ich dann raus, arbeite ihm das halt so auf, dass ich dann sage, okay, das müssen wir bis Ende nächster Woche fertig haben. Dann, insofern ich telefoniere mit relativ wenig Kunden noch selbst, aber mit denen ich telefoniere, habe ich halt meistens auch zwischen 9 oder 10 Telefonate. Das heißt, auch dann von mir aus von 5 bis 8 arbeite ich dann tatsächlich mein Zeug für Boy and Man weg und dann von 8 bis 9 bereite ich mich dann auf den ersten Termin vor. Und ab dann, sagen wir mal um 10 sind ungefähr alle hier, 10:30 Uhr, ist es eigentlich so, dass ich nur noch in Meetings bin und Feuerwehrmann spiele. Feuerwehrmann. Ja, ich würde sagen, ich bin jemand, der Brände löscht und sonst relativ wenig macht. Ja. Ist das deine Berufsbezeichnung bei LinkedIn? Nee, aber wenn mich jemand fragt, sage ich öfter mal Feuerwehrmann. Okay. Ja. Was kann ich mir darunter vorstellen? Naja, also wenn... Also ziehst du dann deine... Ich bleibe so angezogen, wie ich bin. Ach so, schade. Irgendwie wäre das witzig. Wenn ich mir so einen Helm aufsetzen würde? Ja. Und so einen roten Anzug und dann irgendwie mit so einem Wasserschlauch oder so um die Ecke kommen. Ja, es war quasi nur eine Metapher. Ach so. Ey, aber so fühle ich mich halt. aber so fühle ich mich halt. Weil, ja, letztendlich ist es halt so, und ich glaube, daran werde ich auch gemessen und bewertet. Erstens, wie ist die Qualität meiner Entscheidungen? Also jetzt auch, wenn wir uns strategisch für was entscheiden müssen, wie entwickelt sich Boy and Man, wen holen wir noch mit ins Team? Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss, selbstständig. Also bist du ein Problemlöser? Im besten Fall ja. Und je besser ich die Probleme löse oder je besser meine Entscheidungen sind, desto besser würde ich mich als CEO bezeichnen wollen. Aber ist es nicht ein cleverer Schachzug, die Mitarbeiter sich selber helfen zu lassen? Also wenn sie selber die Probleme lösen könnten? Auf jeden Fall, ja. Also ich finde Feuerwehrmann schön und gut, aber wenn es halt nur so eine kleine Stichflamme ist. Ja, okay, da muss man natürlich unterscheiden. Ne? Ich würde schon sagen, dass also dezentralisierte Entscheidungen sind extrem wichtig und ich würde auch jetzt nicht, ich hoffe zumindest, dass es so ist, dass ich nicht jedem immer alles abnehme. Ich mache selbst, glaube ich, noch zu viel, ja, aber Feuerwehrmann auch deswegen, weil die Feuerwehr wird ja in den seltensten Fällen bei einem kleinen Flämmchen geholt, sondern wenn es halt richtig brennt. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute halt auch dann erst zu mir kommen, wenn es richtig brennt. Ja, also weiß ich nicht, wenn wir eine Deadline nicht halten können, das muss man ja so ehrlich sagen, was auch bei uns passiert, und der Kunde dazu Fragen hat, dann ist es halt auch öfter so, und dafür bin ich ja dann auch verantwortlich, dass sie sagen, ich möchte mit dem Christian darüber sprechen. Okay. Und dann muss ich das klären. Das heißt, ich glaube, CEO zu sein ist nichts Natürliches. Also ist CEO sein nicht so wie in 50 Shades of Grey mit Christian Grey, der in seinem krassen, mega großen Büro sitzt? Das war halt bestimmt, klar ist das so. Hier ist es nicht so, aber, Okay. aber hier ist es nicht so. Also jetzt für die Jugendlichen, die vielleicht zuschauen, Ja. nicht das gleiche Wunschdenken, oder? Ich glaube, das ist genauso wie selbstständig sein oder CEO sein, ist der Titel das Schönste. Ich glaube, es ist ein Job, der extrem einsam macht. Ich glaube tatsächlich, dass du bist sehr allein. Es kann dir niemand helfen, weil du musst dir selbst helfen. Und alle kommen zu dir, damit du ihnen hilfst. Und wenn du ihnen nicht so hilfst, wie sie es sich wünschen, bist du ein schlechter CEO. Also bist du Gott. Meiner kleinen Welt. Nein, weil Gott wäre ja fehlerlos. Okay. Und ich würde eher sowas sagen, ich bin so ein Märtyrer. Macht das irgendwie nichts. Ich hätte mich jetzt eher ist Jesus ein Märtyrer? Ja klar. Der ist quasi für seinen Glauben gestorben. Okay, und dein Glaube ist Boy and Man. Die Metapher kam von dir. Irgendwie, wenn ich jetzt sagen würde, also dann ist jeder selbstständige Geschäftsführer ist so ein bisschen wie Gott.
Nein. Okay. Jeder selbstständige Geschäftsführer, jeder Selbstständige muss sich halt, glaube ich, darüber im Klaren sein, ob du wirklich für die Probleme gemacht bist, die auf dich zukommen. Also du hast Vorteile und Nachteile. Wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, jetzt wie du in einem Angestelltenverhältnis zu sein, könnte ich mir das halt aktuell nicht vorstellen. Ja, tatsächlich. Das wäre jetzt meine wow, dass du so Also das meine Gedanken lesen. Ja. Würdest du Das ist würdest ein Skill eines CEOs, du Gedankenlesen. tatsächlich nicht nochmal gerne Angestellter sein? Nein. Sagen wir mal, es gibt Boilman nicht mehr. Dann mache ich eine neue Firma. Echt tatsächlich? Oder aber ich hätte Weil du halt. Gottkomplex hast. Oder, nee. Oder halt, ich würde zum Beispiel ein Angebot bekommen als, Vertretener Geschäftsführer. Nee, als CMO, COO, jetzt bei einem supergeilen Startup, wo ich auch eine Beteiligung bekommen würde. Dann wäre ich ja quasi auch wieder selbstständig. Aber da wärst du ja wieder in der Führungsposition. Ja, Also du würdest nicht wieder... ich glaube, ich kann relativ wenig. Ich kann relativ wenig, aber ich kann sehr gut. Ich glaube, ich kann Leute für was begeistern und ich glaube auch, dass ich Menschen oder Menschengruppen schon immer geführt habe. Ob gut oder schlecht, das müssen dann halt auch andere bewerten, glaube ich. Aber ob das jetzt in meiner Jugend beim Sport war oder ob das dann in der Band war und du musstest 6 Leute quasi dazu bringen, in eine Richtung zu gehen, das war schon immer meins. Okay. Und das war mir auch immer wichtig und ich wollte auch immer was machen und was erschaffen. Hast du auch mal Schulsprecher und Klassensprecher? Ja, ich war Klassenclown. Okay, das... Nein, ich war kein Schulsprecher, weil mich das nicht gejuckt hat, wiederum. Okay, siehst du, das ist total Ich hatte witzig, keine weil Leidenschaft dafür. Ich war nämlich tatsächlich so eine, die immer ganz vorne mit dabei war. Immer schon. So, ich bin immer auch in Freundschaftsgruppen, war ich immer so der Leader. Ja. Und das haben alle gehasst, weil der Leader ist immer das Arschloch eigentlich. Ja, ich glaube, aber Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, Leute zu führen, weil ich glaube, ich bin viel zu schwach dafür. das weiß ich nicht. Ich glaube nur einfach, wenn du dir das mal so denkst, dass jemand, der enthusiastisch vorne mit dabei ist und relativ viel Input gibt, ist es ja noch nicht automatisch jemand, der eine Leadership-Position oder eine Führungsposition besetzen sollte, weil ich glaube schon, da gehört außer laut sein und vorne dran sein zu wollen und auch gut zu sein, gehören da halt deutlich mehr Dinge dazu. Also auch Sachen, deswegen meinte ich, CEO zu sein ist total unnatürlich, weil du wirst, weil wir als Menschen und auch in der Gruppe wollen ja immer, dass wir in der Gruppe gemocht werden und dass wir, also zum Beispiel auch die CEOs wollen alle Sicherheit und wollen alle Ruhe haben. Die Wahrheit, glaube ich, ist aber, dass ein guter CEO oftmals Entscheidungen treffen muss, die kein anderer in der Gruppe so treffen würde. Also die meistgehasste Person. Ja, um dann vielleicht 2 Jahre später dann das Lob dafür zu bekommen, zu sagen, oh, das war eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, das haben wir so nicht gesehen. Und das ist auch Feedback-Gespräche, glaube ich, macht. Also das gehört wahrscheinlich auch zu deinem Tagesablauf. Ja, also ganz, ganz viele Gespräche halt führen, also entweder Feuer löschen oder Gespräche führen mit den Department, also mit den Service-Leadern, die gewisse Bereichsleiter bei uns, zu gucken, wie es da läuft, zu fragen, was kann man besser machen, wie können wir die Experience von Boilman verbessern. Das kommt dann auch manchmal projektbasierend hinzu, wenn wir zum Beispiel jetzt als wir gesagt haben, oh, Boilman muss Content erstellen, muss Inhalte schreiben, dann geht das natürlich über meinen Tisch, okay, strategisch, wie wollen wir uns aufstellen, über was wollen wir schreiben, welche Ressourcen brauchen wir dafür, wer begleitet welche Rolle, solche Dinge und genau auch gerade, also deswegen unnatürliches Verhalten. Ich spreche zwar total gern, das merkt man mir vielleicht auch an. Das ist die One-Man-Show von Christian Iff. Ja, das spürt man ja wahrscheinlich, dass ich gerne rede. Ja. Aber, was ja nicht eine schlechte Eigenschaft ist. Kommt drauf. Also er kann auch schweigen. Macht euch keine Sorgen, er kann auch schweigen. Ich kann auch ab und zu zuhören. Ja, Aber ich glaube, obwohl ich gerne spreche, was die wenigsten wissen, ist, dass ich Meetings und
Face-to-Face-Gespräche hasse. Ich hasse es auch zu telefonieren. Ja, telefonieren hasst er wirklich? Ich hasse telefonieren. Also wer mit ihm telefoniert, hat echt Glück. Ich versuche, also Max zum Beispiel, unser neuer Sales Manager, Vielleicht können wir mal ein Bild von Max. ja, zeig dir mal. Der hat sich jetzt schon richtig über mich aufgeregt, weil er gesagt hat, seit ruft auch ständig an, aber ne? hat aber gemeint, seit Januar haben wir Kontakt und du bist noch nicht einmal ans Telefon gegangen, als ich dich einfach so angerufen habe. Der ruft ständig an. Der ruft immer, wenn ich ans Telefon gehe, habe ich gefühlt den Max dran. Ja. Warum? Keine Ahnung, weil er Der Sales telefoniert ist. richtig gerne. Weil er Sales ist, ja. Und das zum Beispiel, da muss ich mich richtig zu zwingen. Aber in meiner Rolle ist es halt einfach nötig, Ja, klar. mit den Menschen zu sprechen. Und zum Beispiel, wenn ich dann in meine natürlichen Muster verfall, dann spiegelt sich das auch direkt in der Firma wieder und die Stimmung wird schlechter, die Leute performen nicht so gut, man glaubt gar nicht, was man da halt für einen Einfluss hat. Also ist man als Geschäftsführer auch so ein bisschen, ja, ein Clown, ein Entertainer. Ja, also ich weiß nicht, ob man das so... Vielleicht auch ein Happiness Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ja, ich glaube auch, aber vielleicht ist das was Persönliches, da kann ich jetzt nicht für andere sprechen, aber... Ja, aber wir reden ja gerade über deine Show. Dass meine Laune maßgeblich die anderen mit beeinflusst, ja. Und deswegen zum Beispiel in einer Angestelltenform wäre, glaube ich, noch deutlich, exzentrischer, als ich es jetzt bin. Halleluja, dass du der Chef bist. Nee, weil kostet auch extrem viel Energie, sich immer wieder dran erinnern, okay, und ich habe da heute auch erst ein Gespräch zugeführt, sich darüber bewusst sein, dass halt alles, was du sagst, quasi wird letztendlich auf die Goldwaage gelegt. Also mir passiert das so häufig, dass ich sag Du was. wirst für jede deiner Handlungen, für jedes Wort, was du aussprichst, wirst du bewertet. Genau. Und anders als wenn und es interpretiert. und ein normaler Mitarbeiter ist die wahrscheinlich, weil die Bedeutung wahrscheinlich ganz anders gewichtet ist. Ja, genau. Und das zum Beispiel, und das bringt natürlich extrem viel, man muss es auch so sagen, das bringt auch eine gewisse, musst Schmerzen in gewisser Weise aushalten können. Außer du bist irgendwie soziopathisch veranlagt, dann bist du wahrscheinlich, dann wärst du tatsächlich der perfekte Geschäftsführer, glaube ich, weil du einfach nur noch nach Performance gehen kannst, aber wenn du diese Menschlichkeit noch so ein bisschen mitbringst und du hörst dann Sachen über dich, was du natürlich mitbekommst. Ja. Was aber auch tatsächlich ziemlich normal ist. Der Meinung bin ich. Zumindest. Ja, auf jeden Fall. Bis zu einem gewissen Grad ist es normal. Und dann halt alles, was drüber ist, das ist dann auch so eine spannende Sache. Wie geht man dann damit um? Ist man dann in der Lage, eben darauf zu reagieren und sagen, okay, zum Beispiel das ist total unnatürlich. So als Angestellter sagt man dann vielleicht, hätte ich dann früher gesagt, scheiß drauf, so, die ist sowieso nicht mehr lang da oder der ist sowieso nicht mehr so lange da. Oder ich performe einfach besser. Okay. Aber ich glaube, als Geschäftsführer sieht man das halt auch nochmal aus einer ganz anderen Ecke. Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Macht ein Chef auch Mittagspause? Er sollte Mittagspausen machen und ich esse viel zu wenig mit den Leuten zusammen. Ah ja, okay. Und dann habe ich noch eine Frage. Was ist, wenn du morgens vorm Spiegel stehst und deine Haare machst? Hast du da so ein Mantra, was du als Chef dir so sagst, um diesen Tag zu überstehen? Oder, also ich meine, man sieht bei dir immer, dass du super leidenschaftlich an die Sache rangehst. Also du liebst und lebst für deinen Job. Hast du ein Mantra, was du dir jeden Morgen sagst? Nee, um ehrlich zu sein, habe ich das nicht. Also Oder ist es für dich halt jeder Tag irgendwie ein neues New Beginning? Und dann also es ist so eine... Ich würde gern sagen, dass ich so spirituell wäre. Also ich bin das nicht in dem Sinne, dass ich vorm Spiegel stehe und sage, ich bin strong und stark und nicht strong, healthy and full of energy. Ja. Nee, auch wenn ich ein großer Befürworter des Miracle Mornings bin. Was ich für meine Gesundheit einfach versuche zu machen, und wenn ich es schon nicht bei der Ernährung so schaffe, ist tatsächlich 15 Minuten jeden Tag zu meditieren. Ach Quatsch, ehrlich? Ja. Sieht nicht aus, als ob du meditierst. Ja, aber
dadurch, dass ich halt so ein emotionaler Mensch bin, versuche ich eben dadurch meinen Herzschlag zu beruhigen. Wow. Bisschen klarer denken zu können. Und es hilft mir tatsächlich am Anfang natürlich, weißt du, hast die Augen zugemacht und hast geatmet und dann oben im Kopf und du hast, Bei mir ist es genauso. ja, aber tatsächlich muss man das so 2 bis 3 Monate machen und dann langsam so merkst du, okay, du hast diese Routine, du kommst langsam, bist entspannter. Und tatsächlich, ich versuche zu visualisieren, das mache ich tatsächlich. Also einfach mal morgens, bevor ich aus dem Haus gehe, sitze ich dann nochmal so 5 bis 10 Minuten, kommt drauf an, ich stoppe keine Zeit. Ab und zu. Sitze ich auf einem Stuhl oder im Sommer auf der Terrasse draußen um 6 Uhr morgens oder jetzt wahrscheinlich dann in diesem Jahr um 5 Uhr morgens. Wow. Noch ein bisschen früher. Und stelle mir einfach so ein paar Sachen vor, die ich mir wünsche. Ja. Du bist also am produktivsten morgens Ja, auf jeden Fall. und Feierabend ist wann? Später, als ich es mir wünschen würde. Okay. Ja. Aber jetzt, seitdem ich einen Sohn habe, versuche ich spätestens dann so um 17 Uhr Feierabend zu machen. Das sind dann 12 Stunden hier. Aber dann, du weißt, ich meine, wir schreiben ja dann tatsächlich auch abends noch mal öfter. Also ich habe dann so von 17 bis 19, 19:30, bis der Kleine ins Bett geht, habe ich dann noch Halligalli zu Hause und dann zum Beispiel kümmere ich mich dann noch eine Stunde um E-Mails schreiben, Sachen beantworten. Da habe ich aber halt mal so einen Break. Dafür versuche ich im Gegensatz zu früher halt nichts mehr am Wochenende zu machen. Macht man als Geschäftsführer auch mal Urlaub? Mein letzter Urlaub ist jetzt über 1,5 Jahre her und vorher hatte ich 4 Jahre keinen Urlaub gemacht. Okay, wow. Aber ich brauche das irgendwie nicht. Also ich bin nicht so, ist dann jetzt eher wegen der Familie, dass ich dazu gezwungen werde. Okay. Ja, das war super interessant. Ich würde es an dieser Stelle dann jetzt auch abkürzen und zu einem ganz, ganz wichtigen Thema kommen. Story Brand. Story Brand war nicht das Thema, was ich nehmen wollte, aber schade. sehr gutes Thema. Story Brand. Chris, Erzähl uns doch mal was über Story Brand. hey, erzähl du doch. Du hast Ich habe zu viel erzählt schon wieder. aber das ist Und nicht du so merkst es, ich meine, heute es ist Freitag, okay, Mittag. wer ist, sagen wir mal, Story Brand? Ja. Also erstmal Superheldengeschichten. erstmal Wer wissen ist denn der wir. Superheld bei uns bei Boy Man? Ich. Nee, also Und ich, wer ist der Gelehrte? ich. Macht Du hast vorhin schon gesagt, ich wäre Gott. Ja, aber Jetzt kriege ich Gott meinen kann- Gottkomplex. Okay, wow, okay. Jetzt mal ehrlich. Ja, ich. Nein. Doch, jetzt nimm mir das nicht weg, Mann. Ja, aber jetzt mal. Was passiert da? Ich habe nur ein bisschen leiser gemacht. Achso. Nee, jetzt mal ehrlich. Bei Boy Man. Wenn wir jetzt eine Story teilen wollen. Storytellen. Ja. Wer ist der Hero? Ich glaube erstmal, also du kommst jetzt schon wieder, wie sagt man, von auf, du springst zu viel. Achso, Storytelling. Ja, okay. Ja, nicht nur Storytelling, sondern warum Story Brand so interessant ist ja das Konzept dahinter. Ja, und das Konzept ist. Achso, wie sollen wir das jetzt erklären? Ja, Okay. weil Story Brand ist ja ein Konzept aus den Staaten. Ja, das stimmt. Und was wir hier bei Boyman für zumindest super spannend halten, ist jetzt nicht so, dass wir das bei Kunden krass angewandt hätten, Kann ja noch werden. aber könnte noch so werden. Wir sind eher dran und drauf. Ja? Du hast das gerade mitbekommen, ne? Ja, es hat gerade geklopft und das ist dann natürlich super unangenehm, weil das einen so krass aus dem Konzept zieht, ja? Ja. Aber wir ignorieren jetzt einfach mal, dass es an der Tür geklopft hat. Aber ich weiß auch, warum. Ist schon 15 Uhr? Es ist fast 15 Uhr. Es ist fast 15 Uhr, ne? Scheiße, Ja. ne? Das heißt, wir müssen das jetzt wirklich Ja, abkürzen. okay, also Story, Brand. Dann erklär du das jetzt. Nee, auf gar keinen Ich Fall. bin Du machst es jetzt ganz schnell durch. Echt? Und das war's dann schon mit der Folge? Ja, weil das geht ja nicht anders. Macht mich richtig traurig, ja. Okay. Ich glaube nämlich, dass wir heute einen richtig guten. Drive hatten. Ja. Ich hatte auch so eine, jetzt ist es tatsächlich die Christian If Show. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Dafür wird die nächste Show die Saha Mo Okay, Show. okay, Story Brand. Ja. Ich pitch das jetzt in einem Elevator-Pitch. Mach mal das kannst du das in 3 Minuten? Na klar, Okay, ich stopp die Zeit. okay, stopp die Zeit. Auf die Plätze fertig. Ich Los. mach's in 30 Sekunden. Story Brand ist eine Art und Weise, wie man mit seinen Kunden kommuniziert. Ja. Und das große Problem an der Kommunikation von Marken, also wie Brands quasi mit ihren Kunden sprechen, ist, dass sich die Marken als den Helden in der Geschichte präsentieren. Das siehst du zum Beispiel bei ganz vielen Agenturen,
wir sind krass, wir haben die besten Kunden. Und ist halt ganz selten tatsächlich User- oder Nutzergetrieben. Also der Fokus wird nicht auf den Kunden gelegt. Genau. Oder auf den Käufer oder den Nutzer oder. Genau. Und dementsprechend lässt sich das eigentlich an Star Wars ganz gut zeigen. Deswegen dieses Superhelden-Beispiel, was du vorhin schon ganz kurz angerissen hast. Wenn wir sagen, okay, es gibt Luke Skywalker, Yoda und Darth Vader. Ja? Quasi, Darth Vader. es gibt jemanden, der etwas lösen muss oder eben der ein Problem auf Seite schafft. Luke muss den, was hat er nochmal zerstören müssen? Den Todesstern, wow, genau. Der hat den Todesstern zerstören müssen. Und Yoda war quasi sein Lehrmeister. Ja. Und Darth Vader war der Bösewicht. Ja. Und sein Vater. Ja. Und und das war ein Recap von Star Wars, ja. Ja, und Marken positionieren sich viel zu oft als Luke Skywalker. Ja. Sollten sich aber eigentlich als Yoda präsentieren. Wow. Also Das quasi. ist ja ziemlich simpel. Es ist ziemlich simpel. Aber es wird nicht umgesetzt. Es machen nur ganz wenige Firmen. Zum Beispiel, um euch ein Beispiel zu nennen in den 3 Minuten. Ja. Apple Ja. hilft euch bei der Kreativität oder Apple ist für die Outliers, also this is for the crazy ones. Und hilft somit quasi kreativen Leuten Probleme zu lösen. Dementsprechend haben auch alle kreative Agenturen immer nur Apple-Rechner. So wie wir. Das hat sich so durchgesetzt. Genau, aber überlegt euch mal, wie könnt ihr eure Marke nicht als Helden darstellen, sondern wie könnt ihr der Yoda für euren Luke Skywalker sein? Und um das schnell abzukürzen, für Boy and Man sind unsere Kunden die Superhelden. Und wir bringen sie dazu, die Superhelden zu sein. Denn wir sind Yoda. Noch viel lernen, du musst. Richtig. Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.